mir war eine gewisse Angst herum. Dann haben wir nicht gewusst, nicht gut oder gut. Scheiße. Das habe ich selber noch nie erlebt. Und bin zuerst auch ein bisschen geklopft, weil ich auch nicht genau gewusst habe, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich gedacht, wie das noch gut geht. Während dem Langläufeln habe ich mal einen Vortrag von Jan van Berkel gehört. Und er hat wie gesagt, dass Triathlon mehr als nur ein Sportart ist, sondern wirklich ein Lebensstil. Und das ist für mich auch so ein bisschen wie ein ausschlaggebender Punkt. Das hat für mich gerade wie ein Feuer entfacht und ich musste sagen, hey, das würde ich gerne mal nachempfinden. Und seitdem brennt das Feuer eigentlich von Tag zu Tag immer wie mehr. Nicola würde ich beschreiben als sehr ehrgeiziger Mensch und zielorientiert, aber vor allem hat er nicht vergessen, wo er herkommt. Er ist sehr bodenständig geblieben und weiss, welche Leute hinter ihm stehen und unterstützen. Man muss aufpassen, dass er nicht zu kompetitiv ist worden gegenüber seinem Zwillingsbruder. Das war sicher noch speziell. Dann, wenn er eine Sportart für sich selber gemacht hat, hat er sich fast am besten entwickelt. Wenn er gegen Luca den Sport gemacht hat, ist es ein bisschen kompetitiv geworden. Und dann hat er sich nicht zum Besten entwickelt. Was ich merke, wenn er ein Rennen hat, wo vielleicht mehr Leute dabei sind, die ihn kennen, habe ich das Gefühl, macht er sich ein bisschen mehr Druck. Weil er halt einfach dort zeigen will, ja, was er kann und ihnen halt auch das zeigen. Ich kann das. Ich glaube, Sport an und für sich ist einer der wenigen ehrlichen Maßstäbe auch im Leben. Also wirklich ist der Wettkampf gegen die Zeit, eigentlich nur hier gegen die Tour. Und auf einer Seite kann das mega schön sein, wenn du deine Uhr oder dein Ziel unterbietest. Aber auf der anderen Seite kann es manchmal auch mega hart sein, wenn du plötzlich dein Ziel nicht erreichst und eigentlich wie mit dem umzugehen. Das ist eigentlich auch eine recht hohe Kunst, was mich in diesem Sport recht fasziniert. Die Sache ist auch die, viele Leute nehmen sich etwas vor und machen es nicht. Und jetzt bin ich wirklich so an dem Punkt, wo ich sage, nein, ich möchte gerne etwas sein. Also ich möchte gerne ein Triathlet sein, am liebsten ein Champion in einem grossen Sport sein. Und ich habe das Gefühl, so schaffst du es dann eigentlich auch, dein ganze Mindset, deine ganze Einstellung eigentlich auch darauf auszurichten, dass du eigentlich auch alles Nötige machst, um das zu erreichen und das zu werden. Als er gesagt hat, er macht den ersten Ironman, habe ich gedacht, das wird hart. Das ist nochmal eine Nummer grösser als die Triathlons, die er bis jetzt gemacht hat. Und vor allem, er hat sich riesige Ziele gesetzt. Er hat sich bei seinem ersten Ironman bereits das Ziel Hawaii gesetzt. Und dann habe ich gedacht, wenn das nochmal gut geht, die Distanz ist er noch nie gegangen, alle drei. Ja, ich glaube, Hawaii ist bei jedem Triathlet irgendwo im Hinterkopf. Also wenn ich jemandem erzählt habe, ich mache jetzt Triathlon und will auf die Längdistanzen, dann ist gerade immer die Frage gekommen, ja, bist du schon zu Hawaii gewesen? Und dann musste immer Nein sagen. Also es ist so eine Grundsatzfrage im Triathlon. Als er gesehen hat, er mache jetzt den Ironman zu tun, habe ich schon auch gedacht, ups, ja, das ist einfach alles doppelt so lang. Man hat halt dann schon langsam damit gespielt mit dem Gedanken, hey, ist es möglich, ist es nicht möglich, vor allem in diesem jungen Alter. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch finanziell. Ich meine, es ist nicht gerade um die Ecke. Aber wenn es wie dein Traum ist, darf es nicht an dem scheitern. Ich habe ihm immer gesagt, du bist noch jung, wenn es halt nicht reicht, das Jahr, gehst halt nächstes oder übernächstes Jahr. Und irgendwie hat er mir immer so ein bisschen klar gemacht, ich will das einfach jetzt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich wenn ich für etwas eine Freude entwickeln kann, dann bin ich wirklich auch mit vollem Herzblut dabei. Und wenn ich das Ziel verfolge, dann treibt mich und spornt mich das an. Ich kann das wirklich wie in den Alltag integrieren und wirklich auch die Sportart leben.
Der Wochenalltag sieht eigentlich recht, ich würde fast sagen, langweilig aus. Also eben, ich arbeite 4 Tage in der Woche. Man versucht in diesen Tagen am Morgen ein Training einzubauen. Das mache ich bewusst, dass wenn mal am Abend irgendwie jemand kommt und sagt, hey, hättest du noch Zeit und Lust, etwas zu machen? Ja, dann ist das Training schon abgehakt, weil ja, neben dem Sport darf ich das soziale Leben gleich auch nicht vernachlässigen. Weil das Triathlon-Leben so taktet ist, also das Training selber nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und dann hast du noch sonst Verpflichtungen, solltest du vielleicht noch arbeiten, dass kein Geld reinkommt. Hast du noch Kollegen, Familie, Freunde und ich glaube, so ein bisschen das Einzige, wie ich das alles managen und unter einen Hut bringe, ist, dass ich einfach den Schlaf reduzieren kann. Ist für die Regeneration eigentlich sehr schlecht, aber ich kann es eigentlich auch recht steuern mit meinen freien Tagen, dann schlafe ich vielleicht dort ein bisschen länger. Und dann ist es über die Woche ausgesehen gar nicht mehr so schlimm. Ja, die Frage nach dem Wieso, die stelle ich mir immer wieder. Die kommt auch manchmal im Wettkampf vor. Weil ich nicht gerne wie die anderen bin. Ich bin gerne einer, der gegen Strom schwimmt. Nein, früher, was ich mir gesagt habe, am Langläufeln, was willst du mal, was deine Kinder oder deine Nachfahren von dir erzählen? Wahrscheinlich, dass sie sagen, hey, der war in Hawaii, der war an der WM, mega coole Sachen. Oder was, dass er sagt, ja, der ist jeden Samstagabend in Ausgang saufen, auch wenn es das manchmal auch braucht. Aber ich glaube, es ist mehr das. Wir haben angefangen mit eher kleineren Distanzen. Es ist ja auch logisch, dass ich mal wirklich reinkomme. Und für sie habe ich das Gefühl, sie haben gewusst, irgendwann wird es kommen. Der wird sicher auf die Lange-Distanzen gehen, weil ich von mir selber auch sagen kann, dass ich sicher einer bin, der sich nicht schnell zufrieden gibt, sondern der immer weiter, immer höher, immer schneller, immer besser werden will. Come on, Nicky, higher. Come on, Nicky, higher. Higher, Nicky, come on, higher. Ich glaube, am Training ist dosiertes, zielgerichtetes Motivieren bei ihm sehr wichtig. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Grundlagenphase ist, was wirklich mehr Anfangssaison ist, wo die Wettkämpfe eher noch weiter weg sind, ja, da kratze ich vielleicht eine Woche so an den 3, 24 Stunden. Aber es ist natürlich alles im Grundlagenbereich. Da reden wir vielleicht ein Velotraining von 4, 5, 6 Stunden. Das mache ich jetzt eher am Freitag oder am Wochenende, wo ich wirklich auch gut Zeit habe, wo ich es super planen kann und wo ich auch genug Zeit habe zur Erholung. Und unter der Woche sind es halt wirklich kürzere Trainings, jetzt vor allem Schwimmtrainings, wo man vielleicht auch, ja, auch mal, wenn es früher dunkel werden für uns, wo man gut auf den schieben kann. Persönlich am meisten verändert hat sich, dass ich immer mehr den inneren Schweinehund überlisten kann. Die Disziplin oder die Einstellung, wenn man wirklich etwas hergeht, dass man es halt wirklich auch richtig macht und nicht so, sage jetzt mal, halbpatzig. Die Intensität der Gefühle, die du im Sport erlebst, ich glaube, das kannst du wie nie anders. Am einen Tag hast du das Gefühl, du kannst Bäume ausreißen und fühlst dich mega gut. Und einen Tag später kann es dir vielleicht mal schlechter gehen und du fragst dich, hey, wieso ist das so? Und vielleicht hinterfragst du ein paar Sachen und dann geht es wieder einen Tag, 2 und dann fühlst du dich wieder mega gut. Also das ist auch immer recht spannend, so ein bisschen am eigenen Körper zu erfahren. Also ich glaube, er muss auf viel verzichten, wenn er seinen Sport ausübt. Er arbeitet 80%, er trainiert x Stunden pro Woche. Aber ich glaube nicht, dass er etwas vermisst, weil er findet seine volle Erfüllung im Sport. Und obwohl er auf viel verzichten muss, leidet er nicht darunter. Ich glaube, er hat so viel Spass an dem, was er macht, dass das für ihn im Moment okay ist. Klar habe ich manchmal auch Gedanken und das Gefühl, hey, verpasst ist jetzt nicht etwas, aber ich muss dann wirklich manchmal sagen, wenn ich mal einen Ruhetag habe und daheim am Nichtmachen bin,
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, oder bereue es fast ein bisschen, habe ich das Gefühl, hey, jetzt verpasse ich etwas, weil ich nicht am Trainieren bin. Und ich glaube, was auch wichtig ist, für mich ist es Dürfen. Also ich muss nie trainieren, ich darf trainieren, es ist ein Privileg. Er liebt seinen Sport und er macht das gerne. Und ich glaube, darum verzichtet er auf das. Ich glaube, sonst ginge das gar nicht. Wenn er sieht den Lohn für das, was er macht. Und der Sport ist im Moment einfach sein Mittelpunkt. Also es spricht eigentlich schon dafür, dass er jetzt eine Sportart macht mit 3 verschiedenen Sportarten im Prinzip. Also er hat schon als Kind wirklich immer gerne Sport gemacht. Also ja, zum Beispiel früher, als ich noch gelanglaufen habe, im Sommer wirklich auch sehr viele Laufwettkämpfe gemacht. Aber dort irgendwie hatte ich das Gefühl, es fehlt mir noch wie etwas. Das ist etwas, was ich schon am längsten mache und was ich am besten kann. Und was ich auch fast von mir selber sagen kann, wo ich sicher noch mal einen Unterschied machen kann gegenüber meinen Mitkonkurrenten. Also im Rennenfahren ist sicher ein Faktor, dass man halt manchmal Sachen nicht beeinflussen kann. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon halt ein rechtes Tempo. Insbesondere beim Trainieren gibt mir schon manchmal zu denken. Ich glaube, im Wettkampf selber ist es nicht so das Problem, dass die Strecke abgesperrt. Dort sind überall Streckenposten. Es sind dort eigentlich ausser Betreuerfahrzeugen keine Autos mehr unterwegs. Aber beim Trainieren, wenn man nur denkt, die Simmentalstrasse, was da Verkehr umeinander ist, das macht mir mehr Sorgen. Was mittlerweile dazu ist gekommen, dass man sicher im Rennvelo immer ein im Tüfteln ist, wo kann man noch irgendwelche km/h oder irgendwelche Sekunden rausholen. Das sind alles kleine Stellschrauben, die man noch bewegen kann. Ich habe früher immer das Gefühl, ein Velo ist doch ein Velo. Spielt ja nicht so eine Rolle, das muss nicht so ein Hightech-Ding sein. Ich habe einfach den Unterschied gesehen bei ihm, wie er gestrahlt hat, als er zum Beispiel sein neues Velo hat bekommen und wie viel schneller dass er mit diesem Velo war. Und dann höre ich manchmal schon, wenn er sagt, sagt der Mami nicht, wie schnell ich da gefahren bin. Ich weiß es natürlich. Ja, das Schwimmen im See oder im offenen Gewässer sollte man allgemein nicht vernachlässigen, weil es einfach doch nicht vergleichbar ist wie im Schwimmbad. Da habe ich auch schon 2-3 Mal gemerkt, mache ich für meine Verhältnisse noch viel zu wenig. Und das ist sicher etwas, was ich noch verbessern Ja, ich glaube, meine frühere Schwimmtrainerin hat mir mal gesagt, sie erkennt mich nicht wieder, weil dann, als ich als ganz junger Bub zu ihr ins Schwimmtraining gegangen, ja, ich glaube, da bin ich mehr so ein bisschen technisch recht unbegabt gewesen. Und obwohl eigentlich Schwimmen immer noch bei mir sehr viel Luft hat sie schon mal gesagt, ja, da ist recht etwas gegangen. Ja, aber auch dort komme ich wieder in jedem Training an meine körperlichen Grenzen. Ja, ich glaube, das Schwimmen irgendwie, dort fehlen sicher noch 2-3 Schritte, die ich gerne noch machen möchte. Längdistanz-Triathlon ist schon nicht etwas, was man unterschätzen darf, sondern es ist etwas, das wirklich genug Vorlaufzeit braucht, das genug Training braucht, weil du willst ja auch an den Wettkampf gehen und Freude und Spass daran haben und nicht nur 9, 10, 11, 12 Stunden quälen. Und ja, ich glaube, es braucht einfach sehr viel Training im Voraus, es braucht sicher auch Freude und auch die nötige Unterstützung, die ich aber sicher habe. Ich habe gewusst, hey, dass ich den nächsten Schritt gehen kann, brauche ich einen Trainer, der mir einfach mal sagen kann, was ich trainieren muss und wie ich es trainieren muss. Und ich habe ihn auf den sozialen Medien kennengelernt, ich habe ihm geschrieben, wir haben uns 2-3 Mal austauscht und so hat sich das alles ergeben. Und jetzt mittlerweile sind wir ein recht starkes Team, würde ich sagen. Er lässt mich manchmal auch ein bisschen verzweifeln. Er macht manchmal Trainingseinheiten, wo ich muss sagen, hey, ja, das war jetzt recht streng gewesen. Aber genau das sind auch die Trainings, wo ich nach dem Wettkampf sagen kann, okay, er hat doch recht gehabt, weil er versucht, mich wirklich so ein bisschen auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und man sagt, das Training selber soll härter sein als der Wettkampf. Und der Wettkampf selber ist auch wirklich noch das Abrufen von dem, wo du weißt, dass du liefern kannst. Du weißt genau, ich schwimme das Tempo, ich fahre
sage jetzt ein Velofahrer in diesen Watt und ich säckle in diesem Tempo. Und das hast du so viel trainiert vorher, dann weisst du genau, irgendwann will ich ins Ziel kommen. Das ist wie eine Zugabe vom ganzen Training. Von dem her, aber die Schwierigkeit ist wirklich selber das Training und nicht das Rennen selber. Aber auch dort ist am Anfang alle das Gefühl, ja, das schaffe ich doch nie. Aber wenn man es immer wieder macht, dann gehört es zur Routine und es wird nicht mehr hinterfragt. Und klar, man braucht sicher auch einen gewissen Ehrgeiz oder eben auch eine gewisse Disziplin, die man aber sicher auch in diesen 10 Monaten Vorbereitung auch sicher entwickelt. Im Langdistanz-Triathlon ist es wirklich so, dass es eigentlich wie keine Verbände gibt. Darum bist du ein bisschen auf dich selber gestellt. Für mich ist es nicht unbedingt ein Nachteil, weil so kann ich wirklich jetzt, ich kann fast sagen, mit meiner Familie oder mit dem Umfeld zusammenarbeiten, wo ich wirklich Lust drauf habe. Und mittlerweile hat sich wirklich ein schönes Netzwerk ergeben. Als ich meinen beiden Brüdern gesagt habe, hey, ich würde mich gerne für Hawaii qualifizieren, wäre natürlich schön, wenn ich jemanden vor Ort hätte. Und es ist ein Tag gegangen, und dann sind beide gekommen und gesagt, ja gut, wir Ferien eingegeben, wir sind dabei. Und das ist natürlich für mich dann, ja, ist das wie ein riesen Motivationsschub gewesen. Und für mich war klar, zu tun, ein Heimrennen, alle Fans vor Ort. Also wenn nicht dort, ja wenn dann. Darum habe ich gewusst, wenn ich dort an den Start gehe, dann werde ich wirklich auch mit dem Hawaii-Ticket rauskommen. An anderen Orten, wo vielleicht nicht so viele Leute sind, die er kennt, da macht er auch immer noch Sprüche nebendran, irgendwie, wenn er an ihm vorbeigeht und so. Das hat er zu tun nicht mehr gemacht. Da war er recht fokussiert. Also. Zu tun, dort sind immer so ein bisschen 2 Sachen mit mir, oder immer nach dem Rennen sind immer so 2 Sachen mit mir mitgekommen. Ich habe langsam die Nerven verloren. In dieser Rangverkündigung habe ich vielleicht alle halbe Stunde angerufen und ich glaube, bin ein bisschen auf die Nerven gegangen mit meinen Anrufen, weil ich doch endlich wissen wollte, ob man die Flüge buchen kann oder nicht. Oder wir waren alle unsicher, als er ins Ziel kam, als er Zweiter in seiner Kategorie wurde, aber wir wussten, dass er Schweizer Meister wurde. Und ich eigentlich gedacht, ja, der Schweizer Meister muss sich qualifizieren für dorthin. Mein Trainer ist nach am Montag der Rangverkündigung schon sofort zu mir gekommen und gesagt, hey, im Fall es reicht. Da war es dann so, der Rangverkündigung, du bist wie aufgerufen worden, ob du den Slot annehmen willst oder nicht. Und dann zahlst du einfach mal das Startgeld, das 1500 Franken ist. Und da bist du noch nie hergekommen. Aber es ist, wie ich schon gesagt habe, es darf nicht an dem scheitern. Wenn das dein Traum ist, wenn du alles dafür gibst, dann darfst du nicht am Geld scheitern. Das war für mich natürlich völlig klar, dass ich auf Hawaii fliege. Ja. Und eigentlich sofort dem Chef mitteilt, los, ich bin dann nicht mehr da im Oktober. Ich darf auf Hawaii unterstützen. Das ist cool, können wir dort mit, ja. Also, als er sich seinen Traum erfüllen konnte, war es für mich schon sehr emotional. Krass ist eigentlich, auf der Rangliste steht nur dein Name drauf, also vom Athlet. Aber es braucht so viel mehr Leute im Hintergrund. Das Material, dass das von A nach B kommt. Und dann zum Beispiel, dass man in ein Training fährt. Also jetzt zum Beispiel zu tun, hat jeder wirklich fast ein bisschen seinen Job und seinen Auftrag gehabt, wo ich natürlich sehr dankbar war. Die wirklich in der Kulisse schauen können, die können ja sagen, ja, mach du die Ironman, uns ist das gleich. Aber so ist es nicht und das gibt mir natürlich eine riesen Motivation und eine riesen Kraft. Und ja, wenn ich ihnen natürlich noch etwas zurückgeben kann und ja, vielleicht auch schöne Emotionen im Ziel zurückgeben kann, dann ist das natürlich, ja, schließt sich fast wie ein Kreis für mich. Gib mal nochmal. Die Verbindung zu meinem Bruder, zum Florian, ist so, dass wir, ich glaube, als wir jünger waren, sind wir die Geschwister, die am meisten Radau oder für den meisten Ärger gesorgt haben. Aber jetzt mittlerweile sind wir recht ein gut eingeschworenes Team. Jetzt zum Beispiel auf Ironman Thun, Florian der hat
hat Hüte organisiert, wo er mega vielen Leuten verteilt hat. Ja, er ist mit dem Megafon an der Strecke gestanden, ist morgen um 6 Uhr schon einer der ersten Fans an der Startlinie gestanden. Ich glaube, für uns war es schon sehr befriedigend zu beobachten, dass alle zusammen Spass haben an seinem Erfolg und alle mitmachen. Dass keiner irgendwie Missgunst hat an dem Ganzen, sondern dass der Hinterste oder Letzte, wenn es um ein Rennen geht oder um die Vorbereitung zu einem Rennen, da sind alle zusammen dabei und das ist mega cool. Die Anzahl Wettkämpfe im Jahr ist halt immer halt auch sehr athletenspezifisch. Also es gibt Athleten, die sich sehr schnell erholen können. Es gibt andere, die länger Zeit brauchen. Man sagt jetzt so in jungen Jahren, sagt man sicher einen, aber nicht mehr, der 2 Ironmans machen, weil es halt doch eine rechte Belastung ist. Also ich meine, ich bin nach Thun, habe ich gedacht, ja, ich kann dann nach einer Woche wieder etwas machen. Aber ich bin da wirklich 2-3 Wochen noch recht meiner Form nachgehinkt. Darum ist es schon nicht zu unterschätzen, dass man nicht schnell wieder ins Training einsteigt. Also die grösste Herausforderung, die ich gesehen habe, neben dem, dass er sich natürlich auf spezielle Situationen vorbereiten muss für Hawaii, vor allem Temperaturen, die ein bisschen anders werden sein als im Ironman in Thun, ist der ganz finanzielle Aspekt. Es ist nicht gratis, dort durchzugehen. Es kostet alles sehr viel Geld. Und er leistet dort einen grossen Beitrag, das selber zu finanzieren. Die Brüder, die als Betreuer mitgehen, wenn man das alles zusammenrechnet, das sind grosse Beträge, die dort zusammenkommen. Ja, mir ist 2-3 Mal während dem Marathon zu tun durch den Kopf. Ich meine, dort waren wirklich perfekte Laufbedingungen, auch von der Temperatur her. Und ich habe mir ein paar Mal überlegt, ja, ich glaube, in Hawaii wird es deutlich wärmer sein. Und das ist natürlich auch eine riesige Belastung für den Körper, zusätzlich zum Ironman hinzu. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gerade der Reiz an diesem ganzen Wettkampf. Wenn man eine Längdistanz unter extremen Bedingungen darf oder kann bestreiten, dann hat das sicher einen gewissen Reiz. Ich glaube, das ist sicher auch das, was die Strecke ausmacht. Und wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Wir werden sicher 10 Tage vor dem Rennen dorthin reisen, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, mich zu akklimatisieren. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, sollte ich eigentlich einem guten Rennen nicht mehr im Weg stehen. Das ist nichts so. Im Vorfeld vor dem Ironman hier zu Hawaii habe ich mich darum getan, ob ich irgendwie noch näher an Niki herkomme, ob ich einen Medienpass bekomme. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, dies steht aus. Dies ist das Vordere. Also ich habe zu tun auch schon bei der Slot-Zuteilung sicher auch gesehen, wer das auf Hawaii kommt und wer nicht. Man hat sicher auch am Flughafen schon den einen oder anderen Triathlet gesehen, mit denen hat man sich austauscht. Und das sind ja alle in Topform. Also wirklich, also jeder kommt dorthin, 0% Körperfett am liebsten. Alle sind eigentlich genau gleich gut vorbereitet, mehr oder weniger. Und es geht eigentlich darum, wer kann am längsten eigentlich leiden oder wer wird am wenigsten schnell langsam. Und der gewinnt eigentlich. Wir sind so viel angesprochen worden, überall im Dorf, sei es auch ausserhalb. Alle haben immer gesagt, das ist so cool, kann er das jetzt machen? Und ich glaube, das ist schon auch schön. Ja, es ist wirklich krass, dass jetzt so
Kaum sind wir angekommen auf der Insel, hat es sicher schon die eine oder die andere Nachricht gegeben oder ist sich der eine oder andere gemeldet. Wir haben wirklich so viele Leute geschrieben und du merkst, hey, die verfolgen das alle. Etwas, was mir sehr stark aufgefallen auf der Insel ist wirklich so die Lebenseinstellung. Man hat wirklich Freude am Leben. Alle sind mega hilfsbereit und gut getroffen. Man hilft sich gegenseitig. Und auch wenn ich zum Beispiel mit dem Velo unterwegs war auf der Trainingsstrecke, haben die Autofahrer sehr grossen Respekt. Aber es ist natürlich auch die Landschaft. Ich meine, es ist sehr unterschiedlich. Du kannst fahren, es ist überall rechts und links grün von dir und irgendwie 100 Meter später siehst du wie eine Wüste. Also es ist sehr abwechslungsreich. Was sicher auch hilft auf der Velostrecke, wenn man auch etwas anderes sieht. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr grosser Fan geworden von dieser Insel. Wir sind ein cooles, eingespieltes Team. Jeder weiss oder kennt den anderen eigentlich, in- und auswendig. Von dem her habe ich das Gefühl, ist das ein guter Mix, den wir hier haben. Gut, GPS ist grün? Nein. Heli. Es ändert teilweise auch noch nichts, wenn es recht draus ist. Das Auto wird nicht grösser. Hey. Nein, der Pickup soll nicht. Das Auto wird nicht grösser. Ja, wenn du jetzt schon schräg tust. Oh, das ist nichts. Schräg. Geil. Sehen Sie ein Idiot. Aber wir müssen sie dann noch ein bisschen polieren. Also wenn wir ehrlich sind, Hawaii an und für sich zu rennen hat eine riesige Bedeutung. Aber die Strecke selber ist auch die langweiligste, die man finden kann. Also im Schwimmen, du schwimmst 2 Kilometer raus ins Meer. Da macht man sich schon noch ein bisschen Gedanken. Und dann schwimmst du wieder 2 Kilometer zurück. Also es ist recht schnell ausgelegt. Im Rennvelo fahren fahrst du 90 Kilometer die Küste entlang rauf, um mich runter. Also es ist eigentlich, du siehst eigentlich alles doppelt. Und der Marathon, wir können es so anders einsäckeln, ist einfach einen Halbmarathon raus und wieder zurück. Ironman an und für sich ist, da bist du 9 Stunden unterwegs. Oder der Weltrekord, ich meine 7,5 Stunden, das ist das Schnellste, was je jemand gemacht hat. Also die Kunst am Ganzen ist, ich meine, in dieser Zeit hast du wirklich, denkst du an alles. Ich meine, du denkst an Ferien, du denkst vielleicht an die Familie, du denkst an Kollegen. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass du sagst, okay, jetzt bin ich bei Kilometer 100 auf dem Rennvelo, ich muss dann noch einen Marathon säckeln. Weil wenn ich abdrifte mit meinen Gedanken, dann bin ich unkonzentriert und dann passiert vielleicht ein Sturz oder vergesse mich zu verpflegen, was ich näher bereue. Das ist sicher auch so, dass man muss wirklich den Fokus behalten und nicht plötzlich irgendwie wegdriftet. Vielleicht schaffe ich es auch, dass ich so viel im Rennen bin, dass ich gar nicht wahrnehme um mich herum. Das wäre verdammt geil. Ich denke noch. Wir sind schneller als meine Zeit im Ironman-Marathon, oder? Ja, das ist scheiße. Ich gehe jetzt schnell senken. Ja, ich glaube, ich selber bin aber recht nervös an den Wettkämpfen. Ich zeige es vielleicht nicht immer. Aber ich glaube, mein Umfeld. Ja, ich glaube, vor allem meine Mami ist halt schon recht nervös. Aber sie weiss schon, dass es selber gut kommt. Also wenn er das Rennen in Hawaii hat, dann wird irgendwie hier daheim. Also 8-9 Stunden, oder wissen wie lange er hat. Aber wie eine Maus im Käfig auf und ab. Ich bin, glaube ich, während im Rennen in Hawaii am Arbeiten und bin durch das ein bisschen abgelenkt. Und bin eigentlich recht froh darum. Das Spezielle war eigentlich, als ich in Hawaii angekommen bin, dass ich eigentlich nie grosse Nervosität gespürt habe. Und ich habe sehr schnell fast ein bisschen Angst bekommen, nimmst du das Rennen überhaupt ernst? Ja, man spürt sofort die Energie oder auch die Aura, die die Insel ausstrahlt, sobald man
den ersten Fuß an den Boden gesetzt. Und dann wirklich am letzten Abend vorher hat man das schon gemerkt, wo man wirklich Trennsachen paratgelegt hat, dass man, dass schon eine gewisse Nervosität da ist, aber es war für mich ein gutes Zeichen gewesen. Jetzt sind wir gerade zurückgekommen vom Bike-Check-In, da ist schon der Puls recht gestiegen und der geht auch so schnell auch nicht mehr runter. Allgemein bin ich nicht so Fan der Wechselzonen, weil dort sind halt sehr viele, du siehst deine Konkurrenten und man ist halt angespannt und spürt, dass jeder ein bisschen nervös ist. Ich habe dann über die Simmental-Zeitung Gott sei Dank einen Medienpass bekommen und habe durch das ein bisschen Einblicke können erhaschen, die eigentlich nicht für jeden möglich war oder wo man hätte mit teurem Geld über ein VIP-Ticket erkaufen musste. 100 Shells und dann nochmal 100 Shells und dann noch 100 Regeln. Ja. Manchmal hatte ich das Gefühl, bei uns war mehr Nervosität rum. Man hat gemerkt, jeden Morgen, es ist von Tag zu Tag ein bisschen gestiegen. Man kann selber nicht mehr gross als Betreuer etwas machen, sondern einfach hoffen, dass Niki sich optimal vorbereitet hat. Bis der Tag gekommen ist und er das Rennen gestartet. Das ist eine Sonnencreme. Schon? Ja. Aber das ist genau das, was ich hasse. So schauen alle so ein bisschen neben den Schuhen, Stress, checken nicht. Das war wirklich sehr speziell, eine sehr spezielle Atmosphäre am Morgen. Die Stimmung war so cool. Eben, alle Helfer waren voll gut getroffen, haben die angeführt. Ich habe gemerkt, dass das Niki auch motiviert und dass es sehr gut für ihn ist, dass er das noch hat am Morgen, dass er ein bisschen andere Gedanken hat, dass er nicht mit seinen Gedanken ins Wirbeln geraten. Also zuerst einmal war ich auf dem Pier, während das Niki im Wasser war vorne, und ich habe die ganze Zeit gesucht nach seiner Badkappe. So nach einer Stunde habe ich gewusst, jetzt muss er wirklich kommen. Und es ist ein bisschen länger gegangen, als er sich das vorgenommen hat und wir das planen in diesem Sinn. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Dann ist er durch die Wechselzone durch. Schon? Scheiße. Das habe ich selber noch nie erlebt. Und bin zuerst auch ein bisschen geklopft, weil ich auch nicht genau wusste, wie damit umgehen. Scheiße. Mein Bruder Florian war in der Medienzone und ich habe ihn sofort gefragt, hey, siehst du irgendetwas Auffälliges? Ist mein Gesicht, ist das alles noch gut? Weil ich das Gefühl hatte, dass es mich noch im Gesicht verwutscht hat. Niki hat ein Medical Tent, wo sie Zeug drauf tun können. Das Licht ist ein bisschen rot, aber es ist okay. Es hat Feld von hinten aufrollen, locker bleiben. Heia, komm on Niki, heia, heia. Dann habe ich gedacht, ja Scheiße, wenn es wirklich im Gesicht ist, könnte das noch hart sein, beziehungsweise vielleicht sogar ein Weitermachen verunmöglichen. Du bist halt gleich auch ein bisschen, ist dir das durch den Kopf und dann war vielleicht das Schwimmen nicht super. Es sind wirklich recht schnell negative Gedanken aufgekommen. Aber einfach versucht mir zu sagen, hey, das Rennen ist noch so lang, es kann noch so viel passieren. Jetzt nimmst du einen Schritt nacheinander. Und dort haben wir bereits Infos bekommen, dass er etwas war mit einer Qualle. Dann haben wir nicht gewusst, nicht gut oder gut. Ob er muss sogar beenden allenfalls oder nicht. Da sind wir so ein bisschen wie geschwimmt. Aber dann, das Mal ist er gekommen, mit dem Velo Vollgas ab.
Sofort war er. Ja, aber leicht Schmerzen vom Qualenbiss. Aber ich war so viel wie im Fokus, dass ich das nicht ausblendet. Ich hatte eigentlich einen sauberen Wechsel. Und dann sind wir schon davon ausgegangen, er wird extrem lang fort sein. Aber wir haben immer weder die Zeiten synchronisiert, weder alles geguckt. Und beim Velofahren war sicher auch wichtig, dass ich bei Kilometer 120 den Griech, der mich dann zu Tun geschlagen hat, überholt. Und ja, man kann so sagen, ich kann stehen. Und das hat mir sicher nochmal eine Motivation gegeben, weil ich wusste, hey, so schlecht bist du vielleicht gar nicht im Rennen drin. Und ich glaube, bei mir war eine gewisse Angst herum, vor allem beim Velofahren, wegen dem Wind, wegen der Rückmeldung von Niki. Wie stark das dort luftet, dass es schon Unfälle gegeben hat. Und das war eigentlich mehr meine grösste Sorge. Und ja, ich bin froh, dass nichts passiert. Ich habe vielleicht das eine oder das andere Mal gedacht, ja, vielleicht ist es gerade leicht überhalb von deiner Pace. Und natürlich auch ein bisschen Angst gehabt, dass ich vielleicht hinten raus vielleicht ein bisschen Kraft, dass mir das ein bisschen fehlt. Aber ja, sie haben mir recht gut einteilen, auch auf HW hoch. Da der Aufstieg habe ich mir wirklich versucht zusammenzunehmen und nicht zu überpacen, sondern dass ich dann lieber in der Abfahrt mit Rückenwind, dass ich dort nochmal Zeit gut machen kann. Und weil wir ständig am Gucken waren, die Zeit ist so schnell vorbei und er ist immer wie schneller geworden. Wir haben nicht gewusst, wie viel es luftet, ob das ein Problem wird sein. Und auf dem Retourweg hat er wieder Platz gut gemacht. Es war verdammt geil zum Verfolgen. Wir haben einfach gehofft, dass er keinen Sturz hat zum Fahren. Jetzt kommt er dann. From Verona in Italia. Dai Marco. Jetzt kommt er. Ah ja, Niki, Hammerzeit! Hammer! Come on, Niki, heia, saubere Zeit, heia. Come on. Nimm dir Zeit zum Trinken. Profis laufen durch die Trinkstationen. Nimm dir Zeit. Den Helm kannst du hier lassen oder mitnehmen, wie du willst. Nimm dir Zeit. Heia, come on. Super. Du bist 12. 1 Minute 50. Auf 10 dran. Und wenn du natürlich in die zweite Wechselzone kommst und weißt, deine stärkste Disziplin kommt noch, und du bist eigentlich schon recht gut im Rennen und die Beine fühlen sich einigermaßen noch gut an, hat es sicher noch mal eine Motivation gegeben. Aber man hat sicher auch Respekt gehabt, weil man natürlich schon viele Geschichten hat gehört, was im Marathon alles passiert, vor allem auch gerade in dieser Hitze, auf dieser Strecke. Aber ich habe mich von dem nicht beirren und wusste, hey, jetzt, das ist noch deine Disziplin, jetzt gibt es nur noch einen Marathon, nur noch Zäckeln, das, was du am liebsten machst. Und dafür ist sicher noch viel möglich. Let's go, Niki! Let's go! Run 4, go! Ja, wir sind während dem Rennen sind wir dort in das Hotel, wo dort die Wechselzone war. Dann haben wir eigentlich die ganze Zeit den Live-Ticker immer wieder aktualisiert und geguckt. Und immer das Gefühl gehabt, das kann irgendwie nicht sein. Der Trecker spinnt irgendwie, Niki ist immer wie schneller. Und bei ihrer Zwischenzeit hat er irgendwie 8 Plätze gut gemacht. Dann haben wir wirklich das Gefühl gehabt, hey, irgendwie krass, wie er das durchzieht. Und wenn er es durchzieht, gibt es ein Top-Resultat. Let's go, Niki! Let's go! Nicht überpacen, sauber bleiben so! 36 pro Meile. Top 10. Nicht hetzen! Nicht hetzen! Wir haben vor der Schweiz sind Leute den Livestream schauen und die haben gesehen, ja, hey, Profis die laufen durch die Verpflegungsstationen während dem Marathon. Also, er probiert zu sagen, er muss sich Zeit nehmen, für sich abzukühlen, er muss sich Zeit nehmen, für das Trinken. Während dem Rennen ist es ein bisschen auf und ab gegangen. Ich habe mich definitiv nicht gefühlt, das wäre es 9 Stunden gewesen, sondern eigentlich innerhalb von 2 Stunden alles Platz dadurch. Wir konnten kaum essen, weil wir selber nervös waren. Ich glaube, jedes Mal, wenn das Resultat reinkam und er immer noch einen Platz besser gemacht hat, ist es eine Erleichterung. Oder es hat ihm sogar leicht zu Tränen gerührt, weil es so gut läuft. Und ab und zu haben wir uns gedacht, wann kommt der Hammer, wann wird er einbrechen. Aber er hat da Zeiten hergelegt, wo wir ihm sagen mussten, jetzt spürt er sich nicht mehr.
Ja, während der Säckler-Taktik, die ich mit meinem Trainer abgemacht habe, ist sicher ja, die ersten Kilometer sicher nicht Vollgas raus, sondern mehr mal auf den Körper hören. Wie geht er dir wie Antwort? Und ich habe mich recht schnell sehr gut gefühlt. Es ist auch, der erste Teil der Strecke ist eigentlich fast in der Nähe von unserer Unterkunft vorbei. Also habe ich die Strecke eigentlich recht gut schon kennt. Es hatte mega viele Zuschauer, die angeführt haben, die glaube ich, auch einen riesen Respekt hatten vor der Leistung. Und es hat sicher noch mal motiviert. Ich habe sicher auch viel mein Betreuerteam noch gesehen am Anfang, wo sicher zujubeln konnte, was sicher auch sehr motivierend war. Und im Marathon habe ich dann wirklich auch einen Laufpartner gefunden, einen Belgier. Und wir haben zusammen wirklich super gearbeitet. Ich habe ihn über die Fläche gezogen, er hat mich in den Aufstieg gezogen. Und er ab Kilometer 26 hat er mal gesagt, hey, wenn wir gegen vorne angreifen. Und dann hat er mir gesagt, hey, er möge gar nicht mehr. Und hat mich dann ziehen. Und das ist natürlich sicher schon ein beflügelndes Gefühl, wenn du wie die Konkurrent kannst stehen, obwohl du selber auch schon recht am Anschlag läufst. Das Schlimmste am Wettkampf ist, wenn man in den Hammermann reinkommt und plötzlich all die negativen Gedanken aufkommen, sogar mit dem Gedanken, einfach das Rennen aufzugeben. Ja, du bist schon so viel lang unterwegs und willst doch eigentlich nur noch ins Ziel. Also du weißt, wenn er kommt, aber die Frage ist eher, wie gehst du damit um? Zu tun war es bei Kilometer 35. Ich wusste, irgendwann wird er kommen. Du gehst dann noch ins berühmte Energy Lab. Und dort ist sicher auch ein Abschnitt, wo kein Zuschauer ist oder kein Zuschauer zugelassen ist. Und da bist du wirklich einfach da gegen deinen Körper. Und dort war auch das erste Mal, wo ich auch wieder gemerkt habe, wie das im Rennen steht. Also wie jeder, du kreuzt wie die Gegner. Und dann konnte ich abzählen, wer in meiner Kategorie ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf dem 4. Platz bin. Und dann habe ich halt gehofft, dass vielleicht der auf dem Podest ist, dass der vielleicht noch einbricht. Weil ich schon mal gegen den einen Wettkampf bestritten und eigentlich gewusst habe, dass ich den an einem guten Tag schlagen kann. Aber es hat leider nicht so sein. Und ab Kilometer 36 ist bei mir dann leider auch nicht mehr viel gegangen, ist der Hammermann wieder mal gekommen. Und von dort war es dann wirklich noch ein Leiden ins Ziel. Und bin dann halt wirklich sehr froh gewesen, als ich auf die letzten 500 Meter einbiegen und mein Betreuerteam in den Arm nehmen. Die letzten paar Minuten, bevor es Nick ins Ziel kam, durfte ich auf einer Medienplattform warten. Und dort hatte ich das Gefühl, die hure Zeit geht einfach nicht vorbei. Ich habe 100 Mal auf das Handy geguckt und dann immer wieder gewartet auf die nächste Zwischenzeit. Und das ist nicht gekommen. Und dann ist der Vater gekommen und hat gedacht, hure sicher, jetzt ist auch etwas. Und dann ist er gleich gekommen. Jawohl, Niki! Jawohl, Niki! Jawohl! 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 Ja. Wir waren extrem angespannt, nervös. Wirklich fast Tränen gekommen. Und wir haben gemerkt, er kommt, es ging wieder andere kommen. Und dann endlich, als er kam, ja, das haben wir geschlottert. Vor Freude. Und ich denke, er hatte dann auch Freude gehabt, als er es endlich geschafft hat. Ja, das war extrem geil. Ich habe nur ein High Five knapp bekommen und nachher ist es ewig gegangen, bis man ihn dann auch wirklich gesehen hat. Für mich das Schönste am Wettkampf ist, all die bekannten Gesichter zu sehen oder vor allem nach dem Ziel wirklich all die Emotionen, die aufkommen. Es ist ein Mix zwischen Erleichterung, zwischen Müdigkeit. Ich glaube, das ist unvergleichbar, die Familie in den Arm zu nehmen. Ich glaube, für das gibt mir auch jeden Tag Vollgas. Global als Supporter ist es eine riesige Erleichterung, wenn der, den man betreut, ins Ziel gesehen kommt, vor allem mit so einer Freude. Wir haben nicht gewusst, dass er noch im Medical-Zelt ist, dass er eben noch seinen Qualenstich am Arm versorgen. Und dann haben wir erst realisiert, dass er eigentlich am Arm ist, dass es gar nicht am Kopf war. Und das war dann zum Glück halb so schlimm. Ich habe mir eigentlich auch nichts dabei gedacht. Und im Ziel hat mir der Doktor gesagt, ja, gewisse Leute haben von dem auch Atemnot. Und vielleicht war es sogar gescheiter, habe ich das nicht gewusst während dem Rennen. Ich war sicher auch froh, dass es meine Leistung nicht beeinträchtigt hat.
Es ist auch sehr gut auf einen geschaut worden. Also, du bist sofort mit 2-3 Töchtern, die haben dich gewogen, haben gesagt, wie viel Wasser hast du verloren, wie viel musst du bis Mitte Nacht trinken, dass es deine Erholung beschleunigen. Hey. Wir haben eigentlich damit gerechnet, Top 20 wäre geil, Top 10 wäre noch cooler, aber dass es dann bis auf den 4. Platz für ihn geschafft ist eigentlich für uns irgendwie nicht ganz real gewesen. Also das muss man schon sagen. Also die Stimmung war geil. Okay, ich nicht mehr glaube. Wir sind dann nach dem Rennen alle zusammen noch Burger King und dort hat er immer schon wieder eine dumme Schnurren gehabt, ein bisschen für alle gewitzelt und so. Ja, das war cool. Time of 8:56.46 for Switzerland, Nicolas Buch. Four magic words, so listen carefully. Are you ready? I am. You are an Ironman! Hawaii war ein sehr grosses Projekt und sicher etwas, das uns sehr stark begleitet hat. Also mich immer sehr stark im Alltag, aber ich glaube auch meine Familie und Freunde mit einbezogen. Und was mir wirklich erst nach dem Rennen bewusst ist worden, ist, dass sehr viele Leute wach geblieben und das Rennen geschaut haben, bis etwa um 4 oder 5 Uhr morgens und sehr viel geschrieben haben, hey, ich hatte eine kurze Nacht wegen dir, aber wir haben das gerne gemacht und das ist natürlich schon schön, ja, wenn man so Leute oder so Unterstützung daheim hat, dass es denen nicht egal ist und es gibt einem sicher ein cooles Gefühl und ja, sicher auch Motivation, ja, jeden Tag Vollgas zu geben. Zu guter Letzt hätte ich sicher auch nicht unterlassen, meiner Familie und meinen Freunden zu danken, die sicher auch sehr viel Rücksicht auf mich nehmen und auch Verständnis haben für das Ganze, was ich auf mich nehme. Und sicher auch den Sponsoren, die genauso Tage, wie ich es gestern erleben durfte, können ermöglichen. Weil für mich ist es der coolste Job der Welt und ja, es ist natürlich schön, wenn man seiner Leidenschaft nachgehen kann.